Hallo und herzlich willkommen. Deshalb tauchen wir heute in eine wirklich einzigartige deutsche Institution und wissen, dass es sich nicht um ein berühmtes Wahrzeichen oder ein großes Festival handelt. Es ist etwas, das von entscheidender Bedeutung ist, um das soziale Gefüge des Landes zu verstehen. Wissen Sie, wenn Sie jemals nach Deutschland gezogen sind oder einfach nur viel Zeit dort verbracht haben? Das kommt mir vielleicht wirklich bekannt vor. Sie erledigen die ganze harte Arbeit. Sie bewältigen die Bürokratie. Sie richten Ihre Wohnung ein. Aber dann stößt du auf diese Wand. Es kann eine echte Herausforderung sein, diese tiefen, echten Verbindungen herzustellen. Wie überbrücken Sie diese Lücke eigentlich? Nun, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt ein mächtiges Werkzeug für die soziale Integration, ein Eckpfeiler der deutschen Zivilgesellschaft, der so gut wie im Verborgenen bleibt. Und diese Antwort ist unterschiedlich. Die direkte Übersetzung lautet Club oder Vereinigung. Aber ehrlich gesagt, dieses einfache Wort erfasst nicht einmal ansatzweise seine kulturelle Bedeutung. Und was es wirklich im deutschen Leben bedeutet, was ist das also genau? Nun, ein Verein ist eine offiziell eingetragene gemeinnützige Organisation, die von ihren Mitgliedern für ihre Mitglieder geführt wird. Es basiert ausschließlich auf einer gemeinsamen Leidenschaft. Und das macht es zu einem unglaublich leistungsstarken Motor für die Community. Und das ist keine kleine Nischensache. Holen Sie sich das. In Deutschland sind über 620.000 Personen für INA registriert. Das ist ungefähr einer pro 130 Menschen. Sie sind ein absolut enormer Teil des Aber lassen Sie sich von der großen Zahl nicht zum Nachdenken verleiten. Es handelt sich hierbei nur um zwanglose Zusammenkünfte. Ein Verein hat ein überraschendes Maß an Struktur und Formalität. Und das ist tatsächlich der Schlüssel dazu, wie alles funktioniert. Schauen wir uns genauer an, was das wirklich bedeutet. Werfen wir also einen Blick auf die Struktur, den Umfang. Und ja, die Stringens des Verritt. Wir werden alles erkunden, von den sehr formalen Regeln bis hin zu den unglaublichen. Und manchmal einfach nur eine bizarre Vielfalt an Hobbys, die sie abdecken. Sie haben wahrscheinlich diese beiden kleinen Buchstaben gesehen, EV, am Ende des Namens einer Organisation in Deutschland. Nun, das ist es, was es bedeutet. Es steht für Eingetragenheit, Verein. Ein eingetragener Verein. Das bedeutet, dass die Gruppe offiziell beim Staat registriert ist. Es hat einen legalen Status, was es zu weit mehr als nur einer lockeren Gruppe von Freunden macht. Und diese gesamte Organisationsebene ist in einer formellen Charta, im Grunde einer Verfassung festgelegt. Es deckt alles ab, was Sie hier sehen. Im Ernst stellen Sie es sich wie eine Mini-Demokratie vor. Es gibt Regeln für die Mitgliedschaft, einen gewählten Vorstand mit einem Präsidenten und einem Schatzmeister und sogar eine Generalversammlung, bei der alle Mitglieder abstimmen dürfen. Es ist dieser transparente Rahmen, der dem Verein seine ganze Stabilität verleiht. Was für Arten gibt es also? Nun, Sie werden in fast jeder Stadt die finden, die Sie vielleicht erwarten. Sportvereine, Kulturgruppen, berufliche Netzwerke. Und natürlich die berühmten Schützenvereine, die Schützenvereine, die einen großen Teil vieler lokaler Festivals ausmachen. Aber hier wird es erst richtig lustig, denn genau dort endet die Vorhersehbarkeit. Die schiere Vielfalt ist einfach atemberaubend. Für jeden Fußballverein gibt es einen Verein, der eine ganz bestimmte Kaninchenart züchtet. Für jeden Chor gibt es einen Club, der schöne Bärte feiert. Oder ich mache keine Witze. Eine Biker-Crew, die in flauschigen rosa Hasenkostümen herumfährt. Wenn Sie ein Nischeninteresse haben, verspreche ich Ihnen, dass es wahrscheinlich ein passendes Angebot dafür gibt. Und dieses Zitat trifft einfach den Nagel auf den Kopf, nicht wahr? Diese Leidenschaft, Hobbys in diese formalen Strukturen zu organisieren. Es ist so zutiefst deutsch und es ist absolut grundlegend, um zu verstehen, wie es geht.
Das gesellschaftliche Leben dort funktioniert tatsächlich. Okay, also lasst uns das noch einmal auf unser ursprüngliches Problem zurückführen. Wie funktioniert diese organisierte, leicht bürokratische? Warum ist das System des Kaninchenzuchtclubs das perfekte Werkzeug, um echte Freundschaften zu schließen? Sehen wir uns an, wie all diese Strukturen tatsächlich dazu beitragen, dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Zuerst muss man die Landschaft verstehen. Freundschaften entwickeln sich in Deutschland eher langsam. Wissen Sie, diese spontanen Einladungen sind viel seltener. Aber der Kompromiss ist riesig. Sobald eine Freundschaft entsteht, ist sie oft unglaublich stark und äußerst loyal. Und die Verein passt perfekt in diesen kulturellen Kontext. Und deshalb funktioniert es so gut. Erstens ist das gemeinsame Hobby der perfekte Icebreaker, kein umständlicher Smalltalk. Zweitens sind die regelmäßig wiederkehrenden Treffen wie Bekanntschaften. Mit der Zeit werden wir ganz natürlich Freunde. Drittens ist es ein völliges Eintauchen. Sie üben die Sprache und Kultur der realen Welt in einer super Niederdruck-Einstellung. Und schließlich lernt man Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kennen. Es bringt dich völlig aus der X-Power-Blase heraus. Ehrlich gesagt, wenn Sie sich einer Verein anschließen, Sie erhalten einen praktischen Crashkurs in deutscher Kultur. Sie werden schnell lernen, wie wichtig Punkdrachen und Pünktlichkeit sind. Und Sie werden echte Gesellendrachen erleben, diese gemütliche, einzigartige deutsche Geselligkeit. Normalerweise trinkt man nach der Aktivität alle gemeinsam ein Bier. Das alles führt uns zu einer letzten Frage. Nach allem, worüber wir gesprochen haben, können wir wirklich sagen, dass eine Verein nur ein einfacher Verein für ein Hobby ist? Oder ist es vielleicht etwas mehr? Ist es das von Mitgliedern organisierte und zutiefst soziale Rückgrat der deutschen Gesellschaft selbst? Ein Ort, an dem Gemeinschaft entsteht, an dem Traditionen lebendig gehalten werden. An wo echte Verbindungen geknüpft werden. Ein wöchentliches Treffen nach dem anderen.